Viele Fragen sind offen. Jetzt zu Besuch im Studio hier bei uns Wolfgang Ischinger, Botschafter AD und ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind. Guten Tag. Ja, für wie realistisch halten Sie es denn, dass Putin jetzt mitmacht bei dieser Waffenruhe? Für ziemlich unrealistisch. Also was wir jetzt haben, ist ja im Grunde nichts anderes als zurück zu der Lage vor diesem schrecklichen White House-Meeting zwischen Trump, Vance und Zelensky, das zu einem Zerwürfnis geführt hat und zum Stopp der amerikanischen Unterstützung. Jetzt ist sozusagen eine Normalisierung eingetreten und die Ukraine hat akzeptiert die Idee einer kompletten Waffenruhe. Da ist jeder Ausdruck von Freude noch sehr verfrüht, würde ich mal sagen. Denn die entscheidende Frage ist, wie wird die russische Reaktion aussehen? Die haben wir noch nicht. Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn die sich für eine Weltmacht haltende russische Föderation jetzt sozusagen sagen würde, ja, vielen Dank für das Angebot, das nehmen wir an. Wunderbar, jetzt erstmal 30 Tage Ruhe. Ich rechne eher damit, dass man möglicherweise das Angebot annimmt, um Trump nicht sozusagen jetzt gegenüber Russland in eine Position der tiefen Verärgerung zu bringen, aber dass man es mit allen möglichen Konditionierungen und Gegenforderungen und Zusatzwünschen sozusagen auffüllt. Und das entscheidende Problem ist, glaube ich, überhaupt nicht gelöst. Nehmen wir mal an, es käme zu der jetzt angestrebten 30-jährigen Waffenruhe. Ja. Wer würde die denn überwachen? Ja. Wer würde denn sagen, Moment, jetzt haben die Russen aber wieder geschossen oder es waren die Ukrainer. Wenn wir eine Waffenruhe haben, die nicht von irgendjemandem, einer neutralen Institution überwacht wird, dann ist es natürlich ganz leicht, und das haben wir in der Vergangenheit oft genug erlebt, dass die eine Seite sagt, das waren die anderen. Dann schiebt man sozusagen den Bruch der Waffenruhe dem anderen in die Schuhe und es entsteht dann wieder Chaos. Das wäre meine größte Befürchtung. Ja. Wir haben bisher noch keine Idee, keinen Vorschlag auf dem Tisch, wer das, wenn das jetzt vereinbart werden sollte, überhaupt überwachen könnte. Also da müssen noch sehr, sehr viele Details geklärt werden. Auch Moskau hat ja gesagt, dass man mehr Details braucht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das tatsächlich irgendwann klappt, auch weil Trump natürlich unbedingt Erfolge verbuchen möchte, aber die langfristige Frage, wie dann eine tatsächliche Friedenslösung abgesichert werden kann, da sind wir bei den europäischen Friedenstruppen. Wie realistisch ist es, dass so ein Frieden dann überhaupt abgesichert werden könnte? Naja, also die Idee mit den europäischen Friedenstruppen, die halte ich ehrlich gesagt wirklich für eine Missgeburt. Also wenn ich der Berater des russischen Präsidenten wäre ich jetzt sehr ungern, aber mal unterstellt, dann würde ich dem Präsidenten sagen, das können wir unter gar keinen Umständen akzeptieren, dass da etwa ein paar tausend Franzosen, Deutsche, Briten, Spanier und so weiter da sind. Die bringen ja dann ihre Waffen mit, ja, die brauchen ja ihre Bewaffnung. Dann können wir gleich akzeptieren, dass die Ukraine in der NATO ist. Dann haben wir ja quasi die NATO in der Ukraine, ohne eine förmliche NATO-Mitgliedschaft. Also ich glaube... Und UN-Truppen, wie das Frau Strack-Zimmermann vorgeschlagen hat? Naja, also eine Präsenz von Truppen, egal ob das jetzt von den Vereinten Nationen organisiert oder von der OSZE, so wie in der Vergangenheit ab 2014, das wäre für mich leichter vorstellbar, wenn das nicht Truppen aus NATO-Ländern wären. Ich glaube, das ist für Russland eine zu harte Nuss, NATO-Länder zu akzeptieren. Ich glaube, da muss man dann eher in der Tat an die Länder denken, die in der Vergangenheit häufig UNO-Friedenstruppen gestellt haben. Also von mir aus Indien, Ghana, Indonesien, Länder aus dem sogenannten globalen Süden. Aber ob das dann sozusagen die dauerhafte Ruhe garantiert, ob die russische Seite und die ukrainische Seite eine solche Präsenz auch respektieren würden, offene Frage. Da sind wir auf jeden Fall bei möglicherweise realistischeren Szenarien. Wolfgang Ischinger, vielen Dank für diese Informationen. Danke Ihnen.